Ich habe Zuwachs zu meiner Schneider-Computersammlung bekommen. Eine alte Dame mit ziemlich gelben Zähnen, ich meine Tasten, hat mich besucht und auch gleich Einzug gehalten. Ein Schneider CPC 6128 mit 128 Kilo liegt nun auf meiner Werkbank und will getestet werden. Ich habe ja keine Ahnung, was da für Überraschungen auf mich lauern. Erst schaue ich mir mal das gute Stück von allen Seiten an. Auf der Oberseite fällt sofort die echt gelbe Tastatur auf, die stellenweise noch mit kleinen Aufklebern versehen ist. Alle Tasten sind vollständig erhalten und nach ersten vorsichtigen Versuchen scheinen sie auch zu funktionieren. Und dann stelle ich fest, das ist ja eine Kuvertü-Tastatur mit englischen Sonderzeichen. Aber sonst sind auf der Diskstation deutsche Aufdrucke vorhanden. Hat da vielleicht jemand eine Information, wie und wohin dieses Modell verkauft wurde? Bitte schreiben Sie einen Kommentar dazu. Und dann befindet sich rechts von der Tastatur die Diskettenstation. Da bin ich nun sehr gespannt, ob die auch funktioniert. Allerdings gibt es da ja auch andere Lösungen, aber wenn schon, denn schon. Auf der Unterseite fällt dann der Aufkleber mit Bezeichnung und der Seriennummer 124878 K32-56 auf. Es wäre mal interessant, anhand der Seriennummer das Herstellerjahr zu finden. Ich kann es noch nicht. Auf der rechten Seite ist nun nichts zu sehen. Dann drehe ich mein Gerät weiter und sehe auf der Rückseite Folgendes von links nach rechts: den kleinen Lautsprecher, einen Volumenregler, den Ein- und Ausschalter, einen Anschluss für die Diskettenstation 2, den Eingang für den Monitor, den 5 Volt Eingang, einen Ausgang für 12 Volt, ein Expansionsslot und das Druckerinterface. Nun komme ich zur linken Seite und da gibt es einen DIN-Stecker für ein Bandgerät, einen Joystick-Port und einen Stereoausgang. Zum ersten Test meines CPC 6128 stelle ich meinen originalen Farbmonitor CTM 644 auf. Das ist das neuere Modell und hat auch den 12 Volt Ausgang. Ich schließe alle 3 Kabel, also Bildschirm und 5 Volt, die vom Monitor kommen, und die vom Computer kommenden 12 Volt an. Dann schalte ich den Monitor ein und danach den Einschalter am Computer. Super, den ersten Erfolg habe ich schon. Ein Bild ist da und Lokomotiv Basic meldet sich mit der Version 1.1. Nun schreibe ich das obligatorische erste Programm. Zwar nicht Hello World, aber meinen Kanalnamen in einer Vor-Next-Schleife. Das liste ich mir mit dem Befehl List auf und starte es mit Run. Und sogleich wird mein Bildschirm 20 Mal mit meinem Kanalnamen gefüllt. Nun will ich das kleine Programm auch speichern und damit gleichzeitig das Diskettenlaufwerk testen.
Mit Save MEH wird das Programm auf die Diskette geschrieben. Was nun? Rechner aus, Rechner an und mit Load MEH mein Programm wieder in den Speicher eingeladen und ausgeführt. Ran und es läuft. Also alles ist gut. Nicht nur, dass die Diskettenstation ab und an mal ihren Antriebsriemen zerbröselt oder es besteht mal ein Lesefehler. Aber diese Wehwehchen sind meistens schnell erledigt und stören dann nicht weiter. Aber die Preise. Die Preise der 3 Zoll Disketten sind so horrend, dass es einen die Lust am Nutzen und Benutzen eines Diskettenlaufwerks gründlich verhagelt. Aber da haben dann unsere tapferen Schneiderlein schon gründlich vorgearbeitet und tolle Lösungen vorgestellt. Und davon stelle ich 2 hier mal kurz vor. Mein Favorit ist das M4-Board, eine Entwicklung aus Dänemark. Und hier ein kleiner Auszug aus dem Handbuch. Das M4-Board ist eine Erweiterungskarte, die dem Amstrad CPC-Computer WLAN-Zugriff und bidirektionalen Internetzugang ermöglicht. Es bietet ein ROM-Board, eine Echtzeituhr und einen SD-Kartensteckplatz für den Massenspeicher. Sie können Basic-Dateien BAS, Disketten-Images, DSK, Cartridge-Images, CPR und ROM-Dateien mit den Endungen BIN und ROM in 31 Steckplätze laden. Wer sich nun näher mit dem M4-Board beschäftigen will, der sollte sich mein Video dazu ansehen. Dazu bitte oben rechts klicken. Als praktisches Beispiel lade ich mir eine Amstrad Diagnostik Software und damit kann ich auch gleich feststellen, ob mein Computer noch einen unbekannten Fehler hat. Nun sind alle Positionen durchgelaufen und alles scheint in Ordnung zu sein. Also Daumen hoch. Und damit es auch etwas bunter wird, folgt dann als nächstes Beispiel ein paar Schritte im Spiel Jet Set Willy. Also, eine eigene Diskettenstation brauche ich dazu nun nicht mehr. Es sei denn, ich will zum Beispiel mit dem CBM-Betriebssystem arbeiten.
Ich habe also meine alte Dame auf Herz und Nieren getestet und bin vollauf zufrieden mit dem Ergebnis. Auch das Innere habe ich mir etwas angeschaut, aber außer ein paar Altersflecken nichts Schlimmes festgestellt. Mein CPC 6128, meine alte Dame, die darf also bei mir einziehen. Herzlich willkommen! Es gibt also immer noch gute Computer auf dem Markt. Manche muss man sich da etwas näher ansehen und meistens lohnt es sich, wie auch in diesem Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und kommen Sie doch wieder mal bei unserem Tapfer Schneiderlein vorbei. Es lohnt sich. Und für heute sage ich Salü aus dem Saarland. Meine Sehenswürdigkeit aus meinem Land ist der große Stiefel bei St. Ingbert.